Herzlich willkommen zur neuen Sendung Sci-Fi News TV Live. Wir sind auf einer neuen Star Trek Convention hier in Frankfurt in den Messehallen. Ich habe sogar das Glück, dass ich auf der Brücke der Enterprise sitzen darf. Fantastisch. Und die Convention heißt natürlich Destination Star Trek Germany. War schon ganz erfolgreich in England. Jetzt ist das Ganze zu uns rübergekommen. Heute sind über 6000 Leute da. Und in dieser Sendung erwarten euch viele, viele schöne Eindrücke aus den Panels, von den Fans, Interviews und noch vieles mehr. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und sage ganz einfach, machen Sie es so. Thank you guys for coming by. We're gonna have some fun, yes? I went down to the crossroads, fell down on my knees. I went down to the crossroads, fell down on my knees. Okay guys, we're here with the director from Media 10 for the Destination Star Trek here in Frankfurt. Why did you decide to bring the convention to Germany? Well, we looked at the market for Star Trek, and 2 years ago, we ran Destination Star Trek London, and then we were looking at new territories, and then obviously the next biggest territory is Germany in terms of popularity to websites, DVD sales, and so we gathered the information, and Germany is the next biggest market. So we thought a natural thing would be to come out, and Frankfurt suits this perfectly. We wanted to go somewhere that maybe hadn't seen conventions of this type before. Also, a lot of conventions are held in hotels. We wanted to come to a Messe where there was lots of space, there was lots of opportunity for putting on features like bridge building, which you can't do in hotels. So this is different from the normal conventions that people may be familiar with in Germany or in the rest of the world. So we wanted a big space. We wanted a city that had good links for transport. We have a lot of overseas visitors. So people have flown in from as far as Australia and America for this. So it has to be somewhere that's accessible, has to be somewhere that doesn't normally have this type of convention. And Frankfurt's got a great Messe, so we chose here. So what would you say sets this event apart from any other one? Well, this is an official event, which is the main thing. So this is an official Star Trek convention. How does a visitor benefit from that actually? Well, then it just gives us the power to do things like the Enterprise Bridge. You couldn't do that at a convention. All the traders have to be licensed, so people know that they've got quality goods. They know that we're going to get the official photography. That everything is above board, as we say in England. And it also gives us the opportunity to get in the best guests,
because we know that people want to work with official conventions. So that's why we have Carl Urban and William Shatner and Brent Spiner. And for London, we had all 5 captains. So the Destination Star Trek convention market is always going to be, we believe, that top of the tree in terms of conventions in Europe. Any chance you might return to Germany? Of course. You know, you've seen today, it's very busy here. We've probably got about 6,000 people in the hall today. So it's very popular. We may not do it next year, but we may come back in 2016, which is the 50th anniversary of Star Trek. So we've got big plans for then, but we've been greeted. The German public love this. We've been treated so well here that why wouldn't we come back? There you have it, guys. Thank you very much and have a great show. Take care. Cheers. Neben mir steht Martin Netter. Größte Science-Fiction-Sammlung der Welt, hast du mir gerade erzählt. Ja, Science Fiction steht einfach aus rechtlichen Gründen dort, aber bei Star Trek bin ich eindeutig, ist es die größte Sammlung weltweit. 150.000 Exponate. Wie muss man sich das vorstellen? Hast du einen Fuhrpark zu Hause, Lagerhallen? Das sind 3 Lagerhallen mit 3000 Quadratmeter Fläche, wo die Sachen sind. Man muss sich vorstellen, alles, was es eben gibt, von grundsätzlicher Konstruktion bis hin zu der Uniform, was hier eben auch in der Ausstellung mit 0,1% sich widerspiegelt. Also du gehst da quasi quer durch die Bank, nichts ist vor dir sicher sozusagen. Ja, ich will es ja der Nachwelt erhalten und Star Trek ist ja Kulturgut und deswegen habe ich halt auch die Schreibmaschine von Roddenberry, wo die Skripts drauf geschrieben sind, genauso wie ein Schild aus dem Konstruktionsdepartment, was bei Next Generation an der Türe hing, bis hin eben zur Captains-Uniform. Und von der Make-up-Mold bis zum Originalskript und vom Setfoto bis hin zur Stecknadel, womit die Kostüme draufgesteckt wurden, inklusive der Original-Schneiderpuppen. Gibt es denn jetzt irgend sowas, wo du sagst, jawohl, das ist mein Kronjuwel? Bei der Menge ist es natürlich ganz schwierig zu sagen. Gut, das Shuttle, das ich mittlerweile komplett habe, ist sicherlich ein Highlight, weil so ein 1:1 Modell ist natürlich schon was Besonderes. Wie finanzierst du das Ganze? Ja, das ist natürlich die große Frage, die sich jeder stellt, inklusive mir. Also eigentlich nur mit dem, was ich erwirtschafte. Das hauptsächlich machen wir eben einen Shop. Früher waren wir als Laden unterwegs. Mittlerweile gibt es eigentlich nur einen Online-Shop, wo ich wieder zurückgehen musste in das Geschäft, um das eben zu finanzieren. Weil anders ist es ja nicht möglich. Es gibt mir ja keiner Geld, damit ich das mache. Es finden alle toll, aber ausgeben will ja eigentlich keiner was heutzutage. Kann man denn spenden für so eine Geschichte? Ja, ich wollte das mein Leben lang nicht, aber jetzt bin ich so weit, wo ich sage, okay, ich nehme auch was an Spende, weil ich habe so viele Sachen, die ich auch schützen müsste, die eben auch das Lagern und alles kostet so viel Geld von den Sachen und wo ich dann direkt eben einfach in bessere Kleiderhaken bis sonst wohin investieren würde, wo derjenige, der sozusagen was spendet, auch wirklich was dafür tut, um das zu erhalten. Jetzt sind wir ja hier auf der Destination Star Trek in Frankfurt in der Messehalle. Ich würde mal schon sagen, einige 100 Quadratmeter Ausstellungsfläche, oder? Ja, das sind 300 Quadratmeter Ausstellungsfläche und es ist sicherlich in der Art, wie es hier zusammengestellt ist, das Größte und Schönste, was es die letzten 50 Jahre zu sehen gab. Wo geht das denn in der Zukunft weiter? Gibt es da einen Kurator, der das irgendwann mal übernehmen wird? Nee, gibt es nicht, weil der Fluch der Sammlung ist jetzt, dass der Unterhalt so viel Geld kostet, dass es ein normaler Mensch gar nicht erwirtschaften kann, so wie ich. Ich bin relativ erfolgreich mein Leben lang gewesen. Also wenn ich Geld brauche, mache ich welches sozusagen. Aber das kann ich auch nicht mehr länger, weil ich werde auch älter und ich merke das bei solchen Veranstaltungen, wo ich nicht mehr stehen und nicht mehr laufen kann, dass es jetzt Zeit wird, da eine Lösung zu finden. Jetzt gibt es ja auf jeder Convention irgendwelche Auktionen, Versteigerungen. Bist du denn immer noch aktiv am Sammeln? Kommen da noch neue Sachen mit dazu? Ja, sehr wenig und sehr selected. Ich habe den Vorteil, dass ich das Originalarchiv habe, was alles produziert wurde. Also ich weiß wirklich wahrscheinlich als einziger weltweit, was es gibt und was gemacht wurde. Und deswegen picke ich mir dann schon mal was raus, was dann eben einzigartig einfach ist. Aber ansonsten bin ich eigentlich, meine Sammlung ist so komplett, um ein komplettes Raumschiff auszustatten, mit allen, vom Captains Bettchen bis hin zum Geschirr. Also eigentlich alles, was man brauchen kann. Also da bin ich relativ komplett mittlerweile. Wie bist du überhaupt zu der ganzen Sache gekommen? Ich kann mir jetzt ja nicht vorstellen, du bist eines Morgens aufgewacht und hast gesagt, ja gut, ich mache jetzt 150.000 Exponate, die größte Star Trek-Sammlung der Welt. Das hat sich so hochgeschaukelt. Ich bin immer so ein extremer Mensch, muss man schon sagen. Und irgendwann habe ich dann so viel gehabt, wo ich gesagt habe, jetzt muss man es eigentlich komplett machen. Und dann habe ich gesagt, ich habe mein Leben lang viel bewegt, war immer der Erste, habe Trends bewegt, auch in allen Bereichen. Und heute wird alles kopiert. Und ich möchte einmal noch was machen, was
was niemand kopieren kann, weil es wirklich einzigartig ist. Und es gibt ganz, ganz wenig, was man wirklich machen kann. Und da habe ich gesagt, das ist eine Aufgabe und habe mir 6 Jahre gewidmet, die Sachen zusammenzutragen, solange die Fundusse eben aufgelöst wurden. Jetzt gibt es nichts mehr. Also wenn jetzt nochmal ein Einzelstück zum Vorschein kommt, was mir fehlt, wenn einer wegstirbt oder pleite ist oder dergleichen mehr, dann kommt nochmal so ein Stück wie der Captain-Stuhl, der hier steht von der NX Nummer 1, kommt dann nochmal dazu. Aber das sind eben wirklich nur die Schmankerl. Gut, zusammengefasst, wie kann man deine Ausstellung unterstützen? Ja, es gibt natürlich die verschiedensten Möglichkeiten. Man kann natürlich was spenden, man kann auf die Webseite gehen, man kann bei Facebook hingehen und das liken natürlich die Seite. Da sehe ich dann zumindest schon mal ein Feedback. Und natürlich, was mir natürlich das Liebste eigentlich ist und das Seriöseste, die kaufen im Filmwelt-Shop was ein, weil dann müsst ihr mir eigentlich nichts schenken. Und das, was überbleibt, geht zu 100% in die Ausstellung, in das Museum. Der Einzige, der in der Filmwelt-Shop bezahlt, das ist meine Frau, die hat ein Geschäftsführergehalt von 1.000 Euro im Monat, nur damit man eine Zahl hört überhaupt. Und davon lebt die ganze Familie. Ja, nicht schlecht. Ich bin auf jeden Fall sehr beeindruckt und wünsche dir weiterhin viel Erfolg und dass es noch lange so weitergeht. Vielen Dank an dich, Martin, und noch viel Spaß auf der Convention. Ja, danke an alle. Thank you. Thank you, everybody. I too want to welcome you. I'm so glad that you've come to the convention. Oh, put me in the cat suit as well, 'cause I've got tits and ass, just as good as Jolene Blaylock. I've got looks and charm, mountain. I wanted to ask you what were the most challenging scenes for you to act on Enterprise? Well, for me, it was the ones with dialogue. He's not joking. I got to tell you, I love seeing the shows. I mean, I'm a big fan of the original and our show, and so, but I do like seeing the bloopers, the outtakes. Those are my favorite because it really showed me how much fun we were having at the time. Because the fans see us, and we're very serious, and the doctor is like, yes, he's dead. Well, his head's missing. Yes, I know, but. Well, it's so nice to be here in Dusseldorf, and what? This isn't Dusseldorf? Pardon me, I'm so sorry. Here in Berlin, we have this No, I'm kidding, of course. I'm here in Frankfurt! Beautiful Frankfurt. It's interesting, talking to, I was talking to Brian Burke the other day, who's one of the producers of Star Trek and Almost Human, and he says they've got a great story for Star Trek 3, which we're going to be filming at possibly the end of this year. To have it, Isn't that good news? Hopefully we'll have. I loved one of my favorite one is that Armin directed. My name is Renee. Armin, I'm sorry. I go by Renee. I'm the taller one. He's a tall one. I flew in at 6 this morning, so I'm still running on that air. So you can't believe anything he's going to say. Renee directed an episode where I got to stop drinking that bullshit Canar. Hey, that was good stuff. I love watching you drink that stuff. Only when you gave me the expensive stuff. But that was one of my favorite ones. And I think in that same episode, and I didn't even know this, Jeffrey Combs came in as that Weasel Wayoon and said, your wife and your child have been killed. I didn't even know I had a wife and child until that moment. So, what kind of husband were you? Every time you guys see me at my station and there's an explosion behind me, right, on tactical on the bridge, because we get hit by something and something blows up, and behind me on the screens, the special effects guys would always bring in these little cannons back there to shoot the sparks off into the corner of that plexiglass and stuff to make it look like the console is blowing up. Well, I'm standing right in front of those things, and every time they did it, and they did it a lot, they would tell me, don't worry, this is going to go over here. It's going to bounce off of there and everything's cool. You're fine. You don't have to worry about anything. Every time they said the same thing. Don't worry. It's just going to go over here. And this one's going to go that way. And you're going to be okay. Don't worry about anything. No, man. No.
Every single time they said action, that thing went off. The sparks landed on my chair and burnt my ass every single time. Every single time. This is the lovely Charlotte from Levavo, a company who offers 3D printing services. And if the cameraman could just point over here and show something that has been printed out, right? Yeah. This is printed. Yeah. Well, the thing is that we're actually a scanning company, so we use a photogrammetry technique, which means that 64 cameras all take your photograph at exactly the same time, but from different angles, which means that we can take those photographs and turn them into 3D data and then print you. Well, so to scan you or photograph you takes less than a minute. It's exactly the same as having your photograph taken, and you're done. And then we send them to you in about 2 weeks. But so to literally take it takes about 3 hours to change the data from photographs to 3D data. And then printing takes about 3 to 5 hours, and then finishing about an hour. And then, but I mean, you could fit several of these into a print chamber at the same time. So, like, you could print 15 models at the same time. So these aren't painted, they are actually printed in color. Yeah, they're printed in full color. So you could print 100 of these and they would all look identical. You could have a little army of you. Be perfect. I would love that. Yeah. If we're talking about scale, could you do a real life model? You could, but it would have to be in segments because of the size of the printer. So the maximum height for one of these that you could do would be 35 centimeters because that's how big the chamber is. But I mean, you could construct a fully life-size version of someone, but it would have to be in like little Lego pieces, segments. And I guess it's really expensive, though. Yeah, so the small one starts at £120. That's the 15 centimeters. The 20 centimeters is 175, and the largest one, our 25 centimeters, is £250. Einmal Gong machen hier. Entscheidend ist natürlich, wie hat es den Fans gefallen? Wie hat es den vielen tausend Besuchern hier auf der Destination Star Trek gefallen? Wir haben uns mal umgehört für euch. Hier sind die Besucherstimmen. Ja, neben mir steht die Nina und die ist jetzt hier auch schon einige Zeit auf der Destination Star Trek in Frankfurt. Wie ist denn dein Eindruck? Ja, also es ist sehr angenehm, die Leute sind total sympathisch. Es ist nicht so ein Gekreische, wie man es von anderen Conventions kennt. Es ist auch nicht so überfüllt. Ich habe jetzt auch ganz kurz William Shatner hinten gesehen, sehr sympathisch. Ich habe schon erwartet, also, dass er wirklich so ist, wie er auch auf der Leinwand zu sehen ist. Das ist halt toll. Also die Destination Star Trek gefällt mir ganz gut, bis auf das vielleicht noch ein paar mehr deutschsprachige Unterstützung da gewesen sein könnte, sag ich mal. Also mir gefällt es sehr, sehr gut. Also es ist wirklich super Stimmung und ja, man trifft total viele Leute und auch richtig berühmte Leute. Also gestern habe ich auch ein Foto mit William Shatner zum Beispiel gemacht. Und ja, ist allgemein sehr schön hier. Ja, also bisher war es wirklich super. Ich hatte das ganze Wochenende viel Spaß, habe viele neue Leute kennengelernt. Es war echt eine tolle Atmosphäre. Ja, soweit ganz gut. Also die ersten Stunden haben wir hier schon gut verbracht und ja, es ist viel los. Die Schauspieler sind da und volles Programm.
Ja, auf jeden Fall. Macht super viel Spaß hier. Mir geht's auch super. Wie man schon hier vorne an der Bühne sieht, da wird einiges vorbereitet insgesamt ja auch. Und es macht sehr, sehr viel Spaß hier einfach mal komplett alles komplett mal anzuschauen dann auch. Ne? How do I like the event? I love it. I love it. It was probably best on Friday because it was a bit less people. I think it's really good. I've gone to a lot of talks and the guests are really, down to earth and they've got a lot to say and they're really funny, they're kind of relaxed and, it makes you relax with them. Mir gefällt sehr gut. Es ist mal eine Option auch zu anderen Conventions in Deutschland und es ist sehr vielfältig. Das Star-Angebot ist wahnsinnig, 25 Stars, also bekommt man selten, auch ohne Absagen und alles nach Zeitplan. Ja, es hat uns sehr gut gefallen, war alles schön, wirklich hat Spaß gemacht, die Gäste sehr, sehr nett. Ja, es war unsere erste und ich glaube, wir würden auch wiederkommen. Oh, sehr schön. Wir waren gestern und heute da und hat sich schon gelohnt. Sehr gut. Also es ist unsere erste Convention überhaupt gewesen und ja, ich würde mal sagen, Erwartungen erfüllt. Also es war super. Also am besten war natürlich, dass man die Start hautnah live erleben kann. Vor allem, dass man sie auch da bei der Autogrammschlange dass sie nicht in den Boxen wegsperrt sind, dass man es auch wirklich sehen kann. Also das war für uns eigentlich das Beste. Bist du wegen einem bestimmten Schauspieler hergekommen, William Shatner beispielsweise? Ja, klar, also das ist natürlich eine Legende, aber generell Star Trek ist halt episch. Eigentlich wegen Karl Urban und ich habe da eigentlich keine bestimmte Wünsche gehabt. Ich bin hauptsächlich wegen meiner Mutter hergekommen, die extremer Fan ist, aber ich habe auch immer früher geguckt und mir gefällt's, ja, auf jeden Fall. Wir sind hergekommen wegen der Borg Recreation Chamber, einen bestimmten Gast, du wegen Tim Russ. Eigentlich bin ich vor allem wegen Karl Urban hier, weil es ist sehr selten, dass man von den neuen Filmen jemanden kommt. It was Karl Urban that got it for me. Yeah, I think he's done Bones really well. And he's really nice to talk to as well. So I'm having another photo shoot with him today. If I came to meet someone special, not really. I came to meet them all. Karl Urban, ja. Ja, natürlich unser Captain, William Shatner. Da haben wir gleich auch noch einen Fotoshoot. Da freuen wir uns natürlich schon drauf, ihn endlich auch mal persönlich treffen zu können. Und ja, vielleicht reicht es ja auch noch für ein Autogramm. Nee, einfach Star Trek im Allgemeinen. Also ich bin jetzt hauptsächlich vor allem wegen William Shatner und Karl Urban hier und Brent Spiner auch. Aber auch so generell, weil ich schon ein ziemlich großer Star Trek-Fan bin und da ist das eigentlich schon Pflicht. Deine Erfahrungen mit der Destination Star Trek in 1-2 Sätzen zusammengefasst als Fazit? Super cool, lohnt sich. Doch, sehr gut. Ja, gute Show, bisschen viel Merchandising und leider zu viele Zusatzkosten. Bei mir ist es eigentlich auch genauso. Also ich finde es schade, dass die Autogramme und die Fotos halt so viel kosten. Ja, die Destination Star Trek ist das perfekte Treffen oder der Treffpunkt für alle Star Trek-Nerds im Universum. It's just great. If you love sci-fi, Star Trek, it's just great. Amazing, love it, I'll be coming again. Gut organisiert, tolles Star-Angebot und neue Leute, also im Gegensatz zu anderen Conventions, komplett anderes Klientel. Super, jederzeit wieder. Sehr gut, kann wiederkommen. Viele nette Menschen, viele nette Stars, nahe dran sein, wenn man sonst nicht kann. Und sogar in Gespräche verwickelt werden mit den Stars und auch Adressen von ihnen zu bekommen für zum Beispiel das Theater vom Quark-Darsteller. Aber schon im Moment, danke, wo mir der Name jetzt gerade nicht eingefallen ist. War wirklich nett. Also auch zu hören, was sie sonst noch machen vom Tim Russ, auch die Musik zu hören, die Band zu spielen, war wirklich gut. Ja. Auch die CD habe ich erstanden von ihm mit einem Gratis-Autogramm dann darauf. Ja. Also es war sehr nett. War wirklich nett. Also ich bin sicher mit jedem von denen gute 10 Minuten plaudern dürfen, außer mit einem Brent Spiner natürlich, weil die Schlange bis nach hinten gereicht hat. Ja, aber war wirklich cool. Ja, das war sie, die Destination Star Trek hier in Frankfurt in den Messehallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald mal wiedersehen auf tracknews.de oder vielleicht sogar irgendwann mal auf sci-fi-news.de. Danke und bis bald.
Stop, don't stand. You're in the front fucking row and you're filming me. Really? Really?